In diesem Video geht es um Schönheits-OPs beim Hund. In diesem Sinne, viel Spaß! Also es gab einen ganz konkreten Fall im Jahr 2000, entschieden vom Oberlandesgericht in Hamm. Eine Hundezüchterin ist mit ihrem Hund immer erfolgreich auf Ausstellungen gewesen und der Hund ist in eine Hundebeißerei geraten und hat dabei einen Zahn verloren. Ei. Und ohne diesen Zahn war natürlich der Ausstellungserfolg gefährdet. Also jetzt ist Vito hier. Hallo Vito. Also ist sie zum Tierarzt und wollte, dass ein Edelstahlstiftzahn eingesetzt wird. Der Tierarzt hat es mehrfach probiert, hat aber nicht so ganz richtig funktioniert und sie wollte dann hinterher Schadensersatz haben. Ist das jetzt ein besonderer Zahn, der Edelstiftzahn? Nein. Oder ist es einfach, okay. Ich denke, dass es einfach die einzige Möglichkeit war, da einen Zahn entsprechend reinzusetzen. Vielleicht für diejenigen von euch, die das nicht wissen, gerade so bei so Rassehund-Ausstellungen wird ja der Hund, es wird so ein bisschen in der Linie gelaufen, im Kreis oder sowas. Und am Ende wird ja auch der Mundraum vom Hund kontrolliert. Also deswegen, so Hunde müssen ja auch sehr friedlich sein mit anderen Menschen, weil da wird dann immer geguckt, sind die Zähne schön. Und darum ging es ja auch wahrscheinlich, dass man guckt und tja, da darf natürlich kein Zahn fehlen bei so einer tollen Hundeausstellung. Das ist richtig. Kennst du noch andere Fälle von Schönheits-OPs bei Hunden? Ja gut, es gibt natürlich die Fragestellung, wenn beispielsweise die Lefze zu arg hängt, dass man dann eben einen entsprechenden Eingriff vornimmt, um die Optik zu verändern. Also in dem Bereich findet einiges statt. Darf man das überhaupt? Naja, also das Tierschutzgesetz gibt das letztendlich nicht her. Okay. Dort heißt es ganz klar, dass Eingriffe am Hund quasi nur dann erlaubt sind, wenn sie medizinisch notwendig sind. Und so hat letztendlich dann auch das Gericht entschieden und hat gesagt, dass diese Art der Behandlung nicht erforderlich ist. Es gibt für den Hund kein Recht auf ordentliche Zähne. Der kann auch gut leben ohne diesen einen Zahn. Oder schöne Lefzen? Straffe Lefzen? Und insofern hat das Gericht einfach festgestellt, dass die Tierärzte auch an die sittlichen Gebote des Tierschutzes, so haben sie es damals benannt, gebunden sind und dass das insofern also nicht die Halterin, die Züchterin zum Schadensersatz berechtigt und haben die Klage deswegen dann auch abgelehnt. Jetzt in diesem Fall natürlich, der Hund kann auch ohne diesen einen Zahn weiterleben. Wie ist es denn, wenn man auch einen, ich nenne es jetzt mal verrückten Tierarzt findet, der sagt, ja, wir machen jetzt irgendwie so eine Gesichtsstraffung oder sowas. Es gibt ja durchaus auch Tiere, die ja sehr faltig im Gesicht sind, was eigentlich überzüchtet ist und wenn man das wieder rückgängig machen möchte. Also ich denke da jetzt auch zum Beispiel an sowas wie beim Mops, da wird ganz oft mit der Nase gearbeitet, dass eine Falte abgetrennt wird. Das ist ja wieder medizinisch. Was ist, wenn wir uns da aber trotzdem nur auf der rein optischen Ebene befinden und darf ein Tierarzt das wirklich so ausführen, also auf rein optischer Ebene, auf der Schönheitsebene? Also er darf das sicherlich nicht, weil das, wie schon gesagt, ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist. Habe ich etwas beim Hund, das ihm Leiden verursacht, das ihm Schwierigkeiten verursacht, wodurch durch eine medizinische Maßnahme Linderung oder Heilung erwirkt wird, dann ist es vom Tierschutzgesetz gedeckt und dann darf der Tierarzt das auch machen. Das wird in vielen europäischen Ländern wird es unterschiedlich gesehen, aber regelmäßig ist es so, wie es bei uns eben auch ist, dass solche Schönheitsmaßnahmen am Hund letztendlich nicht von den tierschutzrechtlichen Regelungen gedeckt sind. Vielleicht auch besser. Also ich glaube, da würden die Leute, da kennt man wirklich aus den, ich glaube vor allem in den USA ist das so verbreitet, dass man da in diesen Schönheitswahn auch bei Tieren geht. Da würden Leute wahrscheinlich auf ganz verrückte Ideen kommen. Auf jeden Fall. Okay, dann können wir eigentlich zusammenfassen. Also wenn es wirklich medizinisch notwendig ist, es geht ja auch in Richtung Schönheit, zum Beispiel so eine Zahnfehlstellung. Aber ich denke da auch an den gesundheitlichen Aspekt. Da ist es sicherlich gar kein Problem, aber eben wirklich rein auf Optik.
Rein auf Optik. Keine Frage, nein. da gibt es auch keine Ausnahmen. Medizinisch ja. Okay. Wir haben die Problematik beispielsweise auch sehr häufig bei Rüden. Wenn sie in eine Beißerei verwickelt worden sind, und es gibt ja bestimmte Stellen am Rüden, die dann besondere Probleme verursachen können, gerade im Hodenbereich. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, etwas Künstliches einzusetzen, weil es ansonsten zu psychischen Beeinträchtigungen beim Hund führt. Das ist dann eine medizinische Notwendigkeit. Habe ich jetzt aber die Überlegung, da etwas ändern zu lassen, nur wegen der Optik, weil das eben mir jetzt gerade nicht so gefällt, dann wäre das eben keine medizinisch erforderliche Maßnahme und deswegen wieder abzulehnen. Und dieses Beispiel haben wir in Amerika von vielen prominenten Hundehaltern, die das aus rein optischen Gründen machen wollen, für viel, viel Geld. Das wäre in Deutschland nicht zulässig. In den USA ist das zulässig? Ja. Oh Gott, so schrecklich. Und dann eines der klassischen Beispiele, auch gerade so viel im Listenhundbereich zu sehen, ist das Kopieren der Ohren und der Rute. Das hat ja eigentlich gar keinen Grund. Es sieht einfach gefährlicher, vielleicht ein bisschen schicker für die Leute aus. Wie ist es da? Da ist es genau so, wie vorhin schon dargestellt. Wenn es medizinisch aus irgendwelchen Gründen notwendig ist, dass eine Verletzung am Ohr war und es muss deswegen gestrafft werden oder so, dann haben wir den medizinischen Punkt im Vordergrund stehen, dann ist es im Einzelfall erlaubt. Aber das reine Kopieren ist in Deutschland verboten, ist in sehr vielen europäischen Ländern verboten und wird dort auch so gehandhabt wie nach deutschem Tierschutzgesetz, ist nicht zulässig und ist auch überhaupt nicht zu befürworten. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Ohr eine Verletzung beim Hund habe, könnte ich das ausgleichen lassen beim Tierarzt oder wäre das dann schon wieder nur reine optische Sache? Das ist ein Streitfall, das ist ein kompletter Streitfall. Und wenn es jetzt nur darum gehen würde, das anzugleichen, weil ich es schöner finde, wäre es abzulehnen. Wenn der Hund dadurch leidet, auch wenn es ein psychisches Leiden ist und man das feststellen kann, dass es vorher nicht war, nach diesem Unfall war es so. Verhaltensauffälligkeiten und so weiter, dann hätten wir wieder den medizinischen Aspekt im Vordergrund stehen und dann dürfte ein Tierarzt das auch wieder tun. Okay. Zu diesem Thema hatten wir auch schon mal ein Video gemacht. Wir haben auch einen Blogbeitrag zum Kopieren allgemein, wo wir auch nochmal auf die Gesetze ein bisschen in Österreich und in der Schweiz eingehen, zusätzlich zu Deutschland. Bei uns war es beispielsweise so, dass als wir in die Schweiz gezogen sind, dass wir vorher kontrolliert wurden, ob die Hunde kopiert sind. Denn mit kopierten Hunden hätten wir nicht einreisen dürfen, es sei denn, es wäre medizinisch notwendig gewesen, es wäre ein Unfall gewesen. Aber dann hätten wir ein ärztliches Zertifikat gebraucht, wo das bestätigt wird eben. Ansonsten hätten wir keine Chance gehabt, mit den beiden in die Schweiz zu ziehen. Ja, also ein verrücktes Thema. Ich bin da immer noch so hin und her gerissen. Gut, dass wir es angesprochen haben, sicherlich, weil ich habe jetzt auch viel Neues dazu gelernt und auch, ja, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, irgendwie so eine Schönheits-OP beim Hund, aber klar, wenn man da, wie so mit Ausstellungen, da hat man eine ganz andere Einstellung natürlich dazu. Spannend auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, Andreas. Sehr gerne. Aber das ist ja auch so unser Part. Ja. Wir müssen ja nicht immer nur Themen ansprechen, die so allgemein sind, sondern auch mal kritische Themen. Und da gehört das natürlich sicherlich dazu. Definitiv, definitiv. Wäre auch spannend mal zu wissen, was eure Meinung dazu ist. Also man kann sich ja auch im Internet ganz viele Fotos und Videos anschauen von so amerikanischen Ausstellungen, was die da alles mit ihren Hunden veranstalten, frisieren, Fellfärben und sowas. Was gab's? Wir haben vorhin darüber gesprochen, Nagellack für die Krallen, also Krallenlack, also ganz verrückte Sachen. Schreibt uns gerne mal die Meinung, die ihr dazu habt zu diesem Thema, unten in die Kommentare. Ansonsten empfehlen wir auch immer vom Andreas das Buch. Da geht es wirklich um sehr viele Themen. Also nicht nur jetzt um den Hund selber, sondern auch beispielsweise um Katzen, um Pferde auch. Da findet ihr die wichtigsten Themen, die für einen Hundehalter beispielsweise, die ihr wissen solltet. Ist jetzt auf deutsches Recht vor allem, ne? Spezialisiert. Ja. Genau. Dass ihr da nochmal Bescheid wisst. Wir verlinken unten alles in der Infobox. Und im nächsten Video sprechen wir das Thema an. Darf ich meinen Hund ins Restaurant nehmen? Darf ich meinen Hund in den Biergarten nehmen? Was darf der Wirt überhaupt von mir verlangen oder vielleicht auch ablehnen? Und dieses Thema werden wir dann bald bearbeiten. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach. Tschüss. Tschüss.